Funktioniert es. Ich sehe auch, dass schon ein paar Leute da sind. Dann sage ich erstmal herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream hier auf meinem Kanal, ein weiterer Late-Night-Livestream. Ich muss jetzt mal ganz kurz auf meinem richtigen Handy schauen, dass ich auch hier reinkomme, damit ich den Chatverlauf sehen kann. So, ich habe ihn gefunden. Jetzt sehe ich auch, was ihr schreibt. Ihr habt es vielleicht schon im Vorschaubild gesehen, dass wir heute ein bisschen am neuen Häuserblock arbeiten werden, den ich jetzt schon, glaube ich, für ein paar Monate nicht weitergebaut habe, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war oder auch privat beschäftigt war. Und heute werden wir hier weitermachen. Ja, da machen wir weiter. Kasi ist da. Kasi ist eigentlich immer da. Hallo Kasi. Und ja, hier werde ich heute weiterarbeiten und ich habe ein paar verschiedene Dinge vor, die ich mir überlegt habe. Zum einen werden wir hier vorne, ist ja dieser kleine Laden, bei dem ich mir noch nicht ganz sicher bin, was das werden soll. Werden wir erstens die Tür versetzen, dass die Tür hier vorne ist, denn ich habe mir ja ein bisschen überlegt, dass hier in dem Bereich gar kein Weg sein wird später, sondern eben ein Grünstreifen. Das heißt, die Tür kommt dahin. Dann sind wir hier auch direkt am Weg, der hier hinten wäre rein theoretisch der Fluss dann. Und das heißt, ich werde also ein bisschen umbauen. Ich werde auch wahrscheinlich die ganzen Dark Bluish Gray Fliesen hier abnehmen. Das gefällt mir, glaube ich, doch nicht so gut. Das werden wir auch ein bisschen ändern, denke ich. Und damit würden wir jetzt mal anfangen, dass wir erstmal ein bisschen demontieren. Immer ein guter Anfang. Und ich sehe, dass 17 Leute da sind. 5 Likes schon. Vielen, vielen Dank. Und ich sage Hallo an Hohenreiner, Martin Rado, Stefan W., Tobias Ulbrich und Bricks im Kopf. Das sind diejenigen, die schon irgendwas in den Chat geschrieben haben, zumindest soweit ich es sehen kann. Und ich fange jetzt erstmal an, hier ein bisschen zu demontieren. Das ist immer, wie gesagt, ein schöner Anfang. Dann bauen wir hier erstmal ein bisschen um. Da sind ja immer noch die Aufkleber von diesem Cupcake-Laden drin, aber den möchte ich da ja gar nicht haben. Dann mache ich die Fenster hier jetzt erstmal raus. Da muss ich mal schauen, ob ich irgendwo einen Teiletrenner habe. Guten Abend auch an Dieter Dahms und Thomas Göring, die auch gerade... da bin ich gegen die Kamera gestoßen, Entschuldigung. Da richten wir das mal wieder ordentlich aus. Und ich hole mir mal kurz einen Teiletrenner von da hinten. Einer von den seltenen in Türkis. Weil man gönnt sich ja sonst nichts. Muss ich mal ein bisschen schauen, wie ich das hier damals gebaut habe. Ich mache die ganze Wand jetzt hier mal raus. So. Ja, Three Times Ace fragt, guten Abend, so spät noch. Ja, meistens wird es ja doch ein bisschen später. Deshalb heißt es ja nicht umsonst Late Night Stream. Und dann sage ich auch Hallo an mylegomods.mods.de und auch an Finn. Und Stefan W. sagt, danke für die Idee mit der Stahlküste. Und ich glaube, ich habe bei meinen etwas übertrieben. Das klingt nicht so gut. Und Brooks sagt, ich liebe meine rosa Teile-Trenner. Okay. Und Kasi sagt, ist doch schön, nichts ist los auf YouTube, dann rückt das Ganze. Ich hoffe es zumindest. Schauen wir mal, wohin das Ganze hier führt. Muss ich mir erstmal kurz ein bisschen Überblick schaffen, weil ich, wie gesagt, selber auch hier länger nicht mehr dran war. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall, würde ich sagen, machen wir hier die Tür hin, aber so, dass sie nach innen aufgeht. Die lassen wir so tiefer gesetzt, damit da auch es auf einer Höhe bleibt mit den Fliesen dann. Und Nico ist da, zu dem sage ich auch Hi. So, mal kurz überlegen, wie wir das hier am besten regeln. Da muss ich mal ein bisschen schauen. Habe ich sowas hier? Ja.
kümmern wir uns erstmal darum, dass das hier ein bisschen ordentlicher wird. Dann können wir hier im Prinzip zubauen. Da haben wir noch 4, nehmen wir die. Und Stefan ist halt ziemlich riesig geworden. Ja, riesig ist ja jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Ich muss mal ganz kurz schauen, wo ich hier so eine Tür noch rumliegen habe. So, eine Packung Tüten. Übrigens habe ich auch zufälligerweise auch meinen Sack mit den weißen Rahmen gefunden. Also, komm, kriege ich gar nicht richtig ins Bild. Also, weil wir uns weiße Rahmen heute ausgehen sollten, haben wir irgendwas Komisches gebaut. Und wie immer können wir natürlich im Chat über alles Mögliche schreiben bzw. sprechen. Mein Lego Mod. Ich bin ziemlich raus. Brauchst immer noch am Bahnhof. Ist das hier? Der Bahnhof ist immer noch unterwegs sozusagen. Das hier ist ein Häuserblock, der an die Stelle rücken wird, an der momentan das Diner und das Pariser Restaurant stehen, weil die, wie soll ich sagen, die sind maßstabsmäßig nicht mehr passend zum Maßstab der Brickworld und deswegen wird ein neuer Häuserblock gebaut. Ich merke gerade, dass hier irgendwelche Haare drauf sind. Und dieser neue Häuserblock ist der hier, der auf der Basis besteht, dass wir hier, ja, man sieht es jetzt gerade nicht so gut, hier drüben ist eine Anwaltskanzlei, die basiert grundsätzlich ganz grob auf dem offiziellen Set mit der Polizeistation und dort weiter neben kommt die Brickbanking, die wird immer noch eine Bank bleiben, nur deutlich erweitert. Und Sir Percival ist da und sagt guten Abend zusammen, da will man ins Bett, dann startet der Stream und schon bin ich da. Dann sage ich auch Hallo an dich. Und Kasi sagt, ja, die Models sind echt zu klein dafür. Das stimmt auf jeden Fall. Ganz am Anfang war das Ganze ja noch ein bisschen anders geplant. Ich hatte zwar eine relativ rote Linie für das ganze Projekt, aber die hat sich ein bisschen verändert. Schauen, wie ich das hier am besten heute löse. Machen wir hier erstmal die ganzen Fliesen ab. Habe ich meinen Maßstab berechnet? Nein, ich habe ihn nicht berechnet. Ich habe ihn einfach so gebaut, wie ich denke, dass es zu den Minifiguren passt und allgemein. Es ist auch ein bisschen Geschiebe, also rein theoretisch sind die Fahrzeuge nicht ganz passend dazu, wenn man einen Maßstab nehmen würde, aber sie sind optisch passender, wenn man die normalen Fahrzeuge in 6 Noppen Breite lässt und größere Fahrzeuge in 8 Noppen. Jim ist, sagt guten Abend auch an dich. Und My Lego Moxen Mod sagt, Anwaltsklasse sind gut, ja, das war eigentlich eine Idee aus der Community tatsächlich. Und zwar ist das Ganze, das war wiederum, glaube ich, meine Idee, ist das tatsächlich eine Anwaltskanzlei für internationales Patentrecht. Ganz zufällig. Ja. Fand ich ganz lustig. Niveau flexibel sagt Moin. Sage ich auch an dich zurück. Und wir haben tatsächlich noch 23 Zuschauer. Ist ja auch gar nicht so schlecht, sage ich mal. Und schauen wir mal, dass wir das hier einigermaßen wieder zusammenkriegen alles. So. Bin nicht ganz sicher, wie ich das hier machen möchte. Ändere ich das ein bisschen in diese Richtung und mache dann hier noch sowas rein. Einfach um noch ein bisschen, ihr seht es auch gar nicht so gut gerade, ne? Problem ist, dass
der Standfuß der Kamera steht hier tatsächlich schon am Rand des Tisches, weil das ganze Modul ist ja relativ groß, es ist ja auf 6 32er Platten. Und ich habe es vorhin hier auf dem Boden auf den Tisch gehievt. Das ist doch schon ein bisschen schwer. Es ist ganz gut, dass man die oberen Stockwerke abnehmen kann. Auch wenn das Grundgerüst noch gar nicht fertig ist. Überlegen, was hier schön aussehen könnte. Vielleicht machen wir es so. Könnte ganz okay werden so. Einfach um ein bisschen Struktur in das Ganze reinzubringen. Und es nicht so eine langweilige Wand zu haben. Axel Plate sagt Brickwell eigentlich auch an dich zurück. Und ich brauche hier ganz dringend Scheiben. Da muss ich mal kurz aufstehen. So, ich bin mit der Scheibensammlung zurück, die auch schon dem Ende wieder nähert. Ich glaube, so wird das ganz okay. Ich muss mal schauen, ob ich euch vielleicht auf die andere Seite von dem Ganzen stellen werde. Auch damit ihr hier besser sehen könnt. Ich nehme euch mal kurz hier rüber. Schauen, wo ich euch hier irgendwo hinstellen kann. Das ist jetzt zwar ein bisschen unpraktisch für mich, aber ich glaube, für euch birgt das Ganze hier eine bessere Perspektive, solange ich euch nicht umschmeiße während des Bauens. Das kann man noch ein bisschen nach hinten schieben. Habe auch extra das Licht angemacht für euch hier. Kasi sagt, wollte mich nochmal für die 4 Blätter bedanken bei deinem Baum, den ich mir geholt habe. Ja, Kasi meint den Baum aus dem Brickworld Shop. Konnte euch was an den zweiten bauen? Ja, meinst du das aus deinem Video? Das habe ich gesehen. Aber ursprünglich war das tatsächlich so geplant, dass die alle auf einen Baum kommen. Aber muss man ja nicht machen. Ist ja wie gesagt ein sehr individueller Baum. Ich glaube, es sind ungefähr... Mal kurz denken. Ich glaube, es sind 170 Blätter zusammen. Ja, ich glaube 170 Blätter. 150 von diesen helleren und 20, glaube ich, von den dunkleren. So. Schauen wir mal, wie wir das hier am besten weiterbauen. So. Machen wir das Ganze mal jetzt so. Okay. Für alle, die hier nicht ganz den Überblick haben über das Modul, hebe ich jetzt mal kurz die Kamera an. Und zwar ist das der aktuelle Stand des Moduls. Also es ist ein Gebäude, das ja eigentlich 2 Gebäude sind. Das heißt, hier vorne haben wir die Anwaltskanzlei, die hier so einen kleinen Einschnitt hat. Hier ist noch ein kleiner Donutladen drin, der von der gleichen Kette ist wie der im Bahnhof ist. Und dort hinten entsteht die viel größere Brickbank mit den sündhaft teuren Fenstern. Und hier hinten kommt dann noch ein kleines Restaurant rein, das aber Teil des gleichen Gebäudes ist. Und oben drüber kommt dann wiederum hier noch ein Teil der Kanzlei, hier drüben noch ein Teil der Bank, aber im darüber liegenden Stockwerk kommen da noch ein paar Wohnungen hin. Deshalb haben wir hier auch einen Hauseingang, hier wo auch die Laterne an ist. Und hier geht eine Treppe hoch. Das Treppenhaus müsste dann ungefähr so weitergehen, dann nochmal hoch und dann wären wir oben in dem Bereich, in dem auch die Wohnungen sind. Und dort wird unter anderem dann dieses schicke Set, das dort hinten zu sehen ist, mit Einzug halten. Und da hinten seht ihr noch die ganzen Boxen für den Shop. Also es ist einiges da. Aber jetzt machen wir erstmal hier vorne weiter, würde ich sagen.
Und Nico, sag, hast du schon mal über ein Fußballstadion wie zum Beispiel die Allianz Arena im Legoland nachgedacht? Könnte auch eine. Grundsätzlich habe ich auch über Sportstätten nachgedacht, aber ich muss echt mal schauen, wie groß das Ganze werden kann. Denn ich glaube, im Allianz-Stil wäre das fast natürlich realistisch, aber doch ein bisschen arg groß. Ich glaube, das würde tatsächlich das Ganze ein bisschen sprengen. So. Wirklich sogar besser ein Kreisliga-Stadion. Ja, ich glaube auch, dass man, wenn überhaupt, dann doch eher was Kleineres machen sollte. Das stimmt. Da bin ich ganz dabei. Dann lasse ich das doch da vorne drauf. Einfach mal ein bisschen was anderes hier vorne zu haben. Wobei das dann problematisch damit wird, dann machen wir das lieber nicht so. Tennisplätze wären auch eine Idee, ja, das stimmt. Ob es mittlerweile einen groben Plan für den Umzug stattfinden gibt. Das Problem ist, ich komme fast nicht zu den Renovierungsarbeiten, die noch nötig sind. Abgesehen davon, dass die Preise für die Tische, die Holztische, immer noch abartig hoch sind. Muss ich da echt mal schauen, wie ich das mache. Aber ich habe jetzt zumindest schon mal, also ich muss jetzt die Wände noch fertig machen, das dürfte jetzt nicht mehr so lange dauern. Aber ich muss danach dann den Boden machen. Dafür habe ich jetzt endlich mal zumindest das zu gießende Material gekauft. Also ich habe bestellt, es müsste jetzt demnächst mal kommen, ich glaube morgen oder übermorgen. Dass ich zumindest, wenn dann die Wände da fertig sind, ich den Boden fertig machen kann. Aber ich mache jetzt keinen Termin mehr, auch nicht mal im Kopf, wann ich umziehen werde, weil es einfach nicht funktioniert. Und Cathy Brooker meint, wobei das Baseballstadion von Doppelstein International. Ich weiß nicht, ob das Baseballstadion von ähm, Doppelstein tatsächlich im richtigen Maßstab ist. Das heißt, wenn, dann müsste ich, also wenn ich auf ein Baseballstadion machen würde, ich glaube, Baseballstadion passt eigentlich nicht hierher, weil die Brickworld an sich ist ja eigentlich ein europäisch angehauchtes Land. Nicht näher definiert, wo es genau ist, englischsprachig, aber ich glaube, dass da Baseball nicht unbedingt die richtige Sportart ist. Mm, ja, zum Thema Boden. Der Boden ist ja relativ hässlich, sehr uneben. Es fehlen teilweise, es sind sehr teilweise größere Vertiefungen drin, wo eben die Wände waren, die rausgenommen wurden. Deshalb wird der Boden einmal ausgegossen mit selbst nivellierender Ausgleichsmasse. Relativ dünn, weil so tief sind die Löcher nicht. Ist aber trotzdem einiges, wenn man bedenkt, dass es ungefähr 20 Quadratmeter sind. Das heißt, es wird einfach demnächst ähm, gegossen werden auf einmal. Das wird interessant noch. Und Michael M. fragt, wie viel Prozent der Ausgaben kannst du durch YouTube spenden, Placement schon circa decken? Aktuell ist es ist noch ein Minusgeschäft, würde ich schon sagen. Ich glaube, wir hatten mal einen Monat oder so, wo es relativ gleich war, wo ich jetzt nicht so viel ausgegeben habe. Aber langfristig gesehen ist der Plan ja, dass es sich doch decken wird, auch so, dass man mehr Zeit dafür verwenden kann. Und da ist der Kanal natürlich auch ein großes Thema. Je größer der Kanal wird, desto mehr
Geld kommt natürlich auch rein durch Werbung etc. Dadurch lassen sich auch größere Projekte besser finanzieren und auch schneller umsetzen. Und quasi man vielleicht nicht ganz im Maßstab des Stadions. Ja, ich habe es gesehen, aber ich kann gerade nicht einschätzen, wie groß es sein müsste, damit der Maßstab passt. Ich muss mal ganz kurz noch hier Steine holen. So, hier habe ich noch die Einer Modified Bricks, damit das hier auch noch passt. Und jetzt muss ich mir mal ganz kurz überlegen. Wir hatten ja hier ursprünglich diese dunkleren Dark Bluish Gray Fliesen, wie auch hier drüben. Hier drüben würde ich sie fast am Hauseingang lassen, aber hier hatte ich das hier, aber es gefiel mir nicht, weil es doch zu dunkel war. Da überlege ich, ob ich da nicht einfach bei 10 bleibe, aber mit diesen Goldbahnsteinen. Davon habe ich hier noch irgendwo ganz viele rumliegen. Damit wir jetzt nicht unbedingt das gleiche Muster haben wie am Bahnhof, weil das Gebäude ist ja relativ nah am Bahnhof. Gerade jemand alles in Dan abonniert. Das wäre sehr nett natürlich. Und Simon Arndt sagt, moin, freue mich schon auf das neue Set. Habt schon die Versandbestellung bekommen? Ja, heute sind tatsächlich alle Bestellungen rausgegangen, die noch offen waren. Und ich habe jetzt tatsächlich einen seltenen Moment, dass alles, was es momentan an Sets gibt, tatsächlich lieferbar ist. Ohne Wartezeit, nicht ohne, also ohne Vorbestellung. Und Sergio doch Santos meint, aber das Playmobil starten wäre doch was. Ich glaube, das ist ein Witz. Ja, 46 Leute gerade wie viel Uhr ist es denn? 20 vor Mitternacht. Ist wirklich krass. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich verquatsche mich hier schon wieder. Ich muss mal ganz kurz schauen, wo ich diese Steinchen habe. Ich habe zwar hier so einen Servierwagen neben mir stehen, ein ausgemustert, aber darauf sind die nicht drauf. So, ich habe eine ganze Tüte gefunden. Die sind noch aus dem Paket, das der liebe Patrick, der ja wirklich dieses Projekt und diesen Kanal stark unterstützt hat, der ja auch 4 von diesen sündhaft teuren Fenstern für die Brickbank mir geschenkt hat. Das ist immer noch ziemlich krass. Hatte mir ja mal ein riesiges Paket geschickt mit Steinen. Und da werden jetzt welche im Einsatz kommen. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ich muss mal schauen. Das sollte passen. Wir probieren es jetzt einfach mal mit denen hier. Es gibt eine Struktur, die wir noch gar nicht irgendwo in der Brickworld haben. Ich glaube, das macht auch noch mal ein bisschen. Das sieht, glaube ich, jetzt schon besser aus. Und der Tausendsasser ist da. Hallo auch an dich. Ein weiteres Kanalmitglied. Und ich sage es immer gerne, weil eben Kanalmitglieder auch dieses Projekt super toll unterstützen, indem sie eben einen Beitrag freiwillig natürlich jeden Monat leisten, um das Projekt hier und diesen Kanal zu unterstützen. Und da kommt auch ein bisschen was zusammen. Und der ein oder andere Stein ist sponsored bei Kanalmitgliedern. Ich glaube, das da wird schon ein bisschen besser. Nur ein bisschen aufpassen, weil die Wand dahinter ist hohl. Vor allem, weil da Kabel drin liegen. Aber ich glaube, dass ich das so lassen werde. Das sieht, glaube ich, schon mal deutlich besser aus. Könnt ihr auch gerne eure Meinung dazu kundtun. Und Brick Ursel und der Bautrupp ist, glaube ich, da und sagt allgemein Hallo und nicht zu jemand anderen. Ich habe nicht ein bisschen Überblick verloren, wer schon da ist oder da war, aber ich sage jetzt einfach mal Hallo.
baue jetzt hier fleißig meine Fliesen hier weiter dran. Weil ich immer noch überlege, dass das hier mir nicht ganz gefällt. Dann müssen wir da mal schauen, wie wir das besser machen. Hier, da kommt ja wahrscheinlich noch ein Schild hin. Aber da muss ich auch mal schauen, was ich noch an Aufklebern und so da habe. Und Brick Ursel fragt, was heute gebaut wird. Wir arbeiten heute am neuen Häuserblock weiter, der ja mal dorthin kommen wird, wo momentan noch Diner und Pariser Restaurant und Baustelle sind. Und das Haus, das ich mal angefangen habe, aber nie vollendet habe und inzwischen schon wieder ein bisschen eingerissen habe, weil ich daraus Steine genommen habe. Ich gehe mal kurz mit der Kamera hoch, dann siehst du, was ich meine. Das ist das, an dem schon vor ein paar Monaten angefangen wurde. So, ist immer wieder ein bisschen problematisch, die Kamera hochzuheben. Ja. Das war eigentlich schon die Antwort. So, schauen wir mal. Dadurch, dass das hier erst alles versetzt ist, kriegen wir jetzt hier ein bisschen mehr Stabilität in das Ganze. Und Michael M. sagt, bin nach dem Umzug gespannt, wie es mit dem Busbahnhof. Ja, da bin ich auch gespannt. Aber ich habe ja immer noch Ideen, aber ich will da jetzt gar nicht mehr, glaube ich, vor dem Umzug groß was machen, weil ich einige Dinge davon vielleicht noch ein bisschen abändere, was die Modulaufteilung angeht dort, weil die Schienen natürlich auch eine Sache sind, die jetzt nicht unbedingt dauernd getrennt werden sollen und weil es halt auch aufwendig ist. Deshalb machen wir das am besten gleich im nächsten Layout. Ich muss glaube ich, noch mal ein paar bestellen bei Twix Bricks, weil ich habe ja das noch mal ein bisschen verändert. Das heißt, ich brauche, glaube ich, noch ein paar Lückenfüller. Aber du wirst das schon machen, meint Michael. Ich hoffe. Mal schauen, ob wir das da noch reinkriegen. Da ist ja noch das Blatt. Das seht ihr, glaube ich, gar nicht mehr so richtig. Da hinten. So sieht es noch ein bisschen. Jetzt sind mir hier erstmal das Efeu abgehauen. Muss ich mal schauen, wie das hier eigentlich dran war. Ungefähr so vermutlich. So. Das sieht auf jeden Fall schon mal, ich gehe mal kurz mit der Kamera um die Ecke, das sieht jetzt auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus, finde ich, als vorher. Und dadurch, dass jetzt die Tür hier drüben ist, können wir dann auch, wie ich es mir vorgestellt habe, auf dem Nebenmodul hier keinen Weg direkt haben, sondern hier noch ein bisschen Grünfläche. Ich glaube, das sieht dann ganz gut aus. Das müssen wir mal kurz überlegen. Das sieht ganz stabil aus. Das wackelt alles noch, das ist nicht so schlimm. Es ist ja alles noch nicht verbunden. Ich schau mal wieder in den Chat kurz. Stefan, wie meinst du, es gibt einen kanadischen Schienenhersteller für die 9-Volt-Schienen? Ja, du meinst FX Bricks, aber ich benutze ja tatsächlich die nicht 9-Volt-Schienen. Wobei man auch die nicht 9-Volt-Schienen ja relativ einfach zu 9-Volt-Schienen machen kann mit Kupferband, ist auch deutlich günstiger als die alten Schienen zu kaufen von früher. Und an Schienenkufen, denke ich, kommen große Probleme. Ja, das wird interessant, aber das wird schon klappen. Notfalls kommen da ein paar Schlaglöcher rein. Damit kann man immer ein bisschen was vertuschen. Ja, Alufolie reicht auch schon, aber die ist nicht so lang beständig. Da ist Kupferband auf jeden Fall besser. Auch bei längeren Strecken, weil es besser leitet. Ja, Heidenarbeit sicherlich. Ich habe es bei ein paar Leuten gesehen.
aber auf jeden Fall günstiger als die ganzen alten Schienen zu kaufen. Jetzt, wo es ja doch andere Hersteller gibt, ist vielleicht wieder was anderes, aber das war gut. Michael, meine gute Idee mit dem Kupferband. Ja, es ist nicht meine Idee, ich habe es nur irgendwo gesehen, haben mehrere gemacht. Irgendjemand hat damit angefangen, dann haben andere weitergemacht. Ja. 9 Volt ist nicht nur unbedingt Nostalgie, es hat halt auch den Vorteil, dass du halt nicht Batterien brauchst. Hat natürlich auch einen Vorteil, du hast aber auch immer ein Problem mit dem Kreislauf. Du brauchst dann bei längeren Strecken mehr Einspeisung, weil einfach der Strom nicht mehr ordentlich fließt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wo ich die Kiste hingetan habe mit den ganzen Aufklebern, ob da irgendwas Brauchbares drin ist, womit wir jetzt hier irgendwas machen können. Ich muss mal ganz kurz schauen. Tatsächlich bin ich gerade ein bisschen verwirrt, denn ich finde die Kiste gerade nicht. Ich schaue gerade noch mal. Ja, man kann sich natürlich rechnen, aber es ist halt auch ein Friemelei, dass man da jetzt auch schauen muss, wie die ganzen Schienen laufen, weil sobald du dann irgendwie anfängst, die Weichen zu setzen, unterbrichst du ja teilweise den Stromkreislauf. Und du hast natürlich das Problem, dass ohne, wenn du jetzt hier nicht irgendwie anfängst zu digitalisieren, dass halt alle Züge gleichzeitig fahren, auf den, sobald der Strom angeht. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Ich muss jetzt wo habe ich denn diese Aufkleber hingetan? Das ist doch kein. Weil hier herrscht ein bisschen Chaos, weil ich schon ein bisschen angefangen habe zu packen äh, für den Umzug, auch wenn es noch weiter weg ansteht. Schau noch mal kurz. Ich habe eine Theorie. Halleluja, ich habe sie gefunden. Michael M. sagt, hast du keine Angst, wenn du Impressum eine Adresse. Naja, du hast ja eine Impressumspflicht und Postfach ist keine ladungsfähige Adresse. Du brauchst eine ladungsfähige Adresse und ein Postfach ist es nicht. Und deshalb, sobald du irgendwas, also entweder redaktionell machst, also eigentlich, sobald du überhaupt einen YouTube-Account hast und ein Video stellst, musst du eigentlich ein Impressum haben. Unabhängig davon, ob du damit Geld machst oder nicht, weil es eben redaktionell ist. Und sobald du Geld damit verdienst, brauchst du ein Impressum mit ladungsfähiger Adresse. Und deshalb bleibt dir gar keine andere Möglichkeit, als deine echte Adresse hinzuschreiben.
Wie machen es andere YouTuber? Naja, die müssen eigentlich auch ihre Adresse hinschreiben oder die Adresse einer Agentur. Oder die lassen es einfach und können Probleme kriegen, weil sie eben gegen das Gesetz verstoßen. Und rein theoretisch muss eigentlich jeder YouTuber eine ladungsfähige Adresse im Impressum stehen haben. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich hier noch habe an Aufklebern. Ganz viele Post. Werbung, Detective Office, irgendwas mit Essen. Oh, ein Karaoke-Club, aber das ist ein bisschen klein dafür vielleicht. Bricking Donuts Aufkleber. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Das ist vielleicht auch ein bisschen unpraktisch. Oh, wir könnten einen Hotdog-Laden daraus machen. Was habe ich denn hier noch? Bilder. Veganes Restaurant, vielleicht auch ein bisschen klein. Noch Schilder. Dönerladen ist ja geplant, aber eigentlich kommt es noch irgendwann in den Bahnhof rein. Getränke, Warnschilder. Was haben wir denn hier noch so? Supermarkt, nee, haben wir ja auch schon. Getränkeautomaten, das könnte vielleicht noch interessant werden. Die lege ich mal kurz hier ab. Pizzeria haben wir ja auch schon im Bahnhof. Ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Comic Store kommt ja auch noch in den Bahnhof. Ansonsten habe ich hier noch Barbershop, aber das machen wir glaube ich auch lieber im Bahnhof. Ja, Digitalisierung von Zügen, da gibt es jetzt sogar einen Anbieter, der da schon einiges an Vorarbeit geleistet hat. Ich vergesse immer den Namen. Aber bis der erste Zug so richtig. Oh, wir haben noch eine Bäckerei. Wäre auch eine Idee. In der Brookwood richtig fahren wird, dauert es wahrscheinlich eh noch. Und deshalb schauen wir mal, wie wir das dann später machen. Aber grundsätzlich fände ich schon cool, wenn das Ganze vollautomatisiert irgendwie fahren könnte. Also nicht nur mit einem Zug, sondern wirklich so, dass das alles funktioniert. So. Der Tausendachmarkt Sushi. Ja, Sushi habe ich aber leider erstens keine passenden Aufkleber. Und zweitens, glaube ich, hatten wir die Idee für ein Sushi-Restaurant sogar. Nur würde ich das gerne in etwas Größerem bauen. Also wir haben jetzt die Wahl zwischen einer, sagen wir mal, Bäckerei oder wir machen einen Hotdog-Shop da rein. Das könnt ihr jetzt gerne live hier entscheiden, was da reinkommt. Also zumindest könnt ihr mir gerne mal schreiben, was ihr dazu denkt. Und ich lese mal weiter in den Kommentaren, aber ich habe gar nicht so viel verpasst. Nö, gar nicht so viel verpasst. Aber 44 Leute immer noch. Da kommt die erste Stimme für Hotdog. Schauen wir mal, was noch reinkommt, bevor ich jetzt hier gleich weitermache. Ist hier wie gesagt eh nur ein ganz kleiner Laden. Noch mehr Hotdog. 2 Stimmen für Hotdog bisher. Währenddessen kann ich mir überlegen, wie ich hier hinten weiter das Problem löse. Gut, jetzt haben wir 2 Stimmen für Bäcker und 2 Stimmen für Hotdog. Tausendsasser und Brickmark sind auch für Bäcker. Kasi Brücke liebt Gyros, das steht aber gar nicht zur Wahl, Kasi. Also Kasis Stimme ist jetzt erstmal disqualifiziert. Auto entscheidet sich noch um. Bäcker. Ich glaube, wir haben jetzt momentan 4 Stimmen für Bäcker, 2 für Hotdog. Da können wir noch ein bisschen warten. Du wolltest nur sagen, Kasi, ja. Hat uns aber nicht weitergebracht. Okay, Kasi meint auch Hotdog. Noch eine Stimme für Bäcker. Der Bäcker liegt vorne. Noch mehr Bäckerstimmen.
Ja, vielleicht machen wir ja irgendwann mal irgendwo Gyros, aber hier gibt es keinen Gyros hier drin. Hotdog hat einen Straßenverkaufsstand. Ja, das ist natürlich auch eine Idee, das kann ich auch irgendwann noch machen. Also momentan würde ich sagen, gehen wir eher in Richtung Bäcker. Das heißt, es wird so ein kleiner Bäcker, der jetzt nicht unbedingt selber da drin backt, der hat jetzt keine Backstube, sondern einfach die Sachen verkauft, die ihm geliefert werden und vielleicht noch aufgebacken werden. Also würde ich sagen, wir öffnen jetzt einfach mal die Aufkleber. So, ich mache mal die Packung auf. So, da haben wir folgende Aufkleber hier drin. Ich schau mal, was wir jetzt. Ich zeige es ja euch mal, bevor ich sie selber gesehen habe. Wir haben das Logo, noch ein paar kleinere Logos und ein bisschen was an Schildern. Das heißt, ich muss mal schauen, wie ich das hier vorne jetzt anbringen möchte. Ich glaube, ich mache jetzt hier einfach die wieder ab, damit wir hier das Schild anbringen können. Dafür bräuchten wir im besten Fall noch 2 weiße Fliesen. Mal kurz schauen, oder eine größere weiße Fliese muss ich mal kurz holen. Aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach diese graue Fliese, die passt auch super. Dann machen wir jetzt das Schild drauf mit dem Aufkleber. Die Sticker sind sehr gut, sagt Oldschool. Ja, die Firma, wo ich die her habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, die haben ja wirklich sehr, sehr viele. Und dann haben wir jetzt hier ein wunderbares Schild. Das können wir jetzt hier anbringen. Passt farblich ja auch eigentlich ziemlich gut hier hin, muss ich sagen. Dann kann man schauen. Das andere kleben wir dann tatsächlich auf die Tür, weil an der Seite kann man ja gar nicht groß vorbeilaufen. Das heißt, dieses Schildchen, auf dem zu sehen ist, dass es Brot und Kaffee für diverse Preise gibt, klebe ich jetzt mal auf die Tür. Das sieht dann so aus. Dann baue ich die Tür hier mal wieder rein. Aber ich glaube, farblich passt der Bäcker hier jetzt auch ganz gut rein. Ich habe ja auch noch Unmengen an Bäckerkram irgendwo kürzlich bekommen von... Ich glaube, das war auch im Paket von Chris dabei, der mir die ganzen tollen 100 Figuren geschickt hat. Muss ich mal kurz gucken, ich habe das Paket nämlich direkt hier neben mir. Schauen, ob da... Da sind noch einige Sachen drin, die man benutzen kann. Hier unten. Da muss ich mal gucken. Ich habe nämlich was anderes Passendes dafür. Ich habe hier noch dieses Extra-Paket, das war ja auch mal ein Geschenk. Ich glaube, das war in einem Paket, das Zottel geschickt hatte.
So, ich lese mal kurz in den Kommentaren weiter, da ich habe ja eigentlich nicht mitbekommen. Andreas Bade, ich hatte dir ja mal angeboten, die beim Aufbau Tisch, da bist du noch interessiert. Du kannst mir gerne mal eine E-Mail schreiben, damit wir das vielleicht mal abseits besprechen können, was genau du dir vorstellst, etc. Adresse findest du auf jeden Fall im Impressum oder du schaust auf die Brickworld-Seite oder du schreibst mir bei Instagram, falls du das hast. Dann können wir da gerne mal drüber reden. Also es freut mich auf jeden Fall, dass du mir helfen möchtest. Und das Haus ist aber ein paar Baren weg, stattdessen eine Tafel mit Angeboten, alternativ ein Klappschild auf dem Gehweg. Ja, das könnte man natürlich auch machen. Bei den Baren ist das Problem, glaube ich, dass ich da nicht einfach so eine Plate dran kriege. Aber so ein Schild auf dem Gehweg später könnten wir vielleicht wahrscheinlich auch noch machen. Das ist eine ganz gute Idee. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier drüben noch was anklebe, damit nicht ganz so nackt aussieht. Mache ich mal die beiden Scheiben hier noch raus. Vielleicht kaufe ich mir den einen Stickerbogen davon vielleicht nochmal. Die kosten ja gar nicht die Welt, glücklicherweise. So, ich habe jetzt aber noch die beiden Fenster hier mit dem Schild nochmal beklebt. Wir müssen bedenken, hier drüben wird ein Grünstreifen sein, deshalb werde ich da jetzt einfach nicht so groß noch was machen. Aber die beiden Schilder hier in die Mitte, glaube ich, ist eine ganz gute Idee, damit die Fenster nicht ganz so leer aussehen. Und dann sieht man auch von da drüben noch ein bisschen, was da ist. Und die Inneneinrichtung werde ich, glaube ich, jetzt nicht im Stream machen, weil das ist eine ganz schöne Fummelei hier drin, da seht ihr nicht so viel. Aber wir werden versuchen, mal jetzt hier weiter zu bauen. Vor allem möchte ich jetzt hier mal die Wand hier noch fertig kriegen. Und Kasi muss ins Bett und Geld für seine Stadt verdienen. Ja, man hört sich. Danke, dass du da warst und ja, bis morgen oder so. Und Ivo sagt, was ist deine Meinung über Bob Brickman? Gefällt dir seine Stadt? Grundsätzlich ist es eine sehr, sehr schöne Stadt. Es sind ja verschiedene Städte, es gibt verschiedene Ideen. Bei Bob ist es ja so auch ein an sich eigentlich sehr realistischen Baustil hat, nur der Maßstab ist nicht realistisch. Ähm, Ich finde sie schön, ich verfolge auch die Videos. Lustigerweise weiß ich auch, dass er meinen Kanal abonniert hat. Ja. Und Michael geht auch ins Bett, dann sage ich auch zu dir gute Nacht. Ebenso wie Kasi, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe. Und wir brauchen, ich würde jetzt einfach hier mit diesem diesem Mauerstein hier weitermachen, wenn ich davon gerade noch welche hier in der Nähe finde. Das ist eine andere Farbe. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mit einer anderen Farbe weiter, weil ich von denen gar keine da habe. Aber ich glaube, es bringt auch noch ein bisschen Leben rein, wenn die Mauersteine nicht alle die gleiche Farbe haben. Kann man nicht hier, glaube ich, mal noch ein bisschen vorankommen. Immer überlegen bei der Inneneinrichtung, ob ich da nicht nochmal die Wände ein bisschen umändern müsste. Wie viele Stockwerke wird das? Ja, der Häuserblock wird im Prinzip ja 3 Stockwerke haben, denke ich. Ich glaube, das ist eine ganz annehmbare Höhe. Wenn man denkt, dass wir da relativ nah an der Altstadt sind und da jetzt nicht alles zubauen wollen. Also wir haben 2 Stockwerke für die Gebäude, wie sagen, für die Kanzlei und die Bank, das Restaurant. Und dann eben noch ein Stockwerk oben drüber, über beide Gebäude gehend, so mit einem Durchbruch, wo dann die Häuser sind, die Häuser schon die Wohnungen sind.
von diversen Leuten, die halt da wohnen. Mal schauen, wer da so einziehen wird. Aber ich glaube, Plan ist zumindest 3 Stockwerke. Mach ich mal den Konnektor darüber. Und ich sehe, wir haben immer noch 41 Leute da. Die Blickachse, ja, du meinst die Blickachse zum Bahnhof, die ist jetzt nicht problematisch, weil die Blickachse zum Bahnhof hauptsächlich aus der Richtung auf den Eingang gerichtet ist. Und der Eingang liegt tatsächlich hier drüben. Also hier, wenn man hier am Haus vorbeischaut, schaut man direkt auf das Eingangsportal. Deshalb können wir das gar nicht verbauen, weil dort gar kein Gebäude ist. Das wird nicht passieren. So, wird das hier auch mal ein bisschen netter. Ihr seht gar nicht mehr so viel. Ich gehe mal ein bisschen näher ran mit euch. Schauen wir mal. Jetzt machen wir hier ein bisschen Schatten. Dann richten wir mal das Licht neu aus. Die Kamera ein bisschen höher. Dann seht ihr, glaube ich, besser. Das macht, glaube ich, jetzt gleich nochmal einen riesen Unterschied, wenn hier gleich mal die Wand zu sein wird. Ich muss schauen, ob wir das hier machen. 2, 4. Fangen wir mal hier in der Ecke an. Oh, und ich habe gehört, dass die Agentur hinter Lego Master schon wieder anfängt, alle möglichen Leute anzuschreiben. Letztes Jahr hatten die ja gefühlt jeden angeschrieben, der auch nur irgendwo ein Video oder ein Foto bei Instagram gepostet hat. Also ich nehme an, dass auch einige von denen, die hier im Chat sind, noch angeschrieben werden oder schon wurden. Ich lustigerweise letztes Jahr ja, dieses Jahr noch gar nicht. Schauen wir mal, ob da noch was kommt. Bräuchte ich irgendwas, um da hinten in die Ecke zu bauen? Nehme ich denn da am besten? Na, hier hinten fehlt jetzt noch eine Brickreihe nach oben. Okay, einer hat sich schon gemeldet, der angeschrieben wurde. Ich muss mal kurz was suchen. So. Da habe ich jetzt noch meine ganzen Dark Bluish Grey einer Bricks gefunden. Das kommt dann gleich hier rein. Ich muss schauen, wie hoch wir da gehen müssen. Ich glaube 6 Steine waren das, oder sind das 7? Ich glaube sogar 7. So. Dann ist das schon mal gelöst. Und gut, man, das wird richtig nice, wenn der Häuserblock um das Diner sitzt. Das hat mir echt nicht mehr gefallen. Ja, das hat mir auch schon lange nicht mehr gefallen. Ich hatte nur nie eine brauchbare Idee, was genau ich eigentlich machen möchte. Und deshalb war das alles auch ein bisschen schwierig. Also mal kurz überlegen, wie wir hier am besten um die Ecke kommen. Rein theoretisch kann ich hier jetzt. Sonst wird meine Treppe echt ein bisschen schmal. Wir bauen jetzt hier einfach mal oben drauf. Planung.
Das Deine kommt nicht ganz weg, aber in der Form ist es einfach viel zu klein. Also ich werde es vielleicht irgendwann umbauen. Da muss ich mal schauen. Und John Garrett ist da und sagt Greetings from New Jersey. Dann sage ich Greetings to you. Nice to have you here. Ich brauche mal eine Platte, um hier mal zu testen, wie wir hier um die Ecke am besten kommen. Weil es wird doch langsam knapp hier. Denn grundsätzlich wollte ich hier schon so 6 Noppen Platz haben. Aber dann hänge ich jetzt hier natürlich schon ziemlich drin. Aber ich will auch mit der Treppe nicht weiter zurückgehen, weil es sonst unten in dem Eingangsbereich ziemlich eng wird. Deshalb müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das hier am besten gelöst bekommen. Rein theoretisch würde da schon das Ganze aufliegen. Also ungefähr so. Von der Höhe wäre es vollkommen okay. Also man sieht hier die Decke nicht. Ist hoch genug für Minifiguren. Wir können da jetzt mal jemanden reinstellen, testweise. Funktioniert auf jeden Fall. Alfred Alois Litz ist da, gesagt Servus zusammen. Dann sage ich auch Servus an dich. Und wir überlegen jetzt, wie wir das hier weiter reinkriegen. Wenn ich hier das da habe, ist natürlich zu breit dann. Schauen, ob ich hier irgendwie das ein bisschen anders bauen kann, dass ich hier irgendwie eine Stütze reinbekomme. Schaue ich mal, ob ich hier irgendwelche Tüten finde. Wenn ich jetzt hier sowas einbaue, kann ich hier drüben ein 1 einbauen. Nein, ich weiß nicht, welche Programmiersprache Linux in der Form nutzt. Ja, die Kurven, aber ich brauche ja so viele Kurven, weil ich ja sonst gar nicht zum Busbahnhof komme. Und deshalb müssen wir ja den Weg gehen. Sonst komme ich ja nicht zum Ziel. Ich muss ja da um die Kurve herum, damit ich in den Busbahnhof reinkomme. Und dann muss ich wieder raus, um über die Brücke zu kommen. So, ich brauche noch ein paar Steinchen. So. Gut, ich muss zum Busbahnhof, weil ich ja sonst keine Haltestellen habe. Ich kann die ja nicht auf der gebogenen Straße entlang führen, die Schienen, weil das funktioniert gar nicht. Ach, ich habe schon Straßenbahnen mit so engen Kurven auf jeden Fall gesehen. Das ist gar nicht so das Problem. Die kommt ja auch locker rum.
obwohl sie relativ lang ist. So, jetzt haben wir das hier ein bisschen wieder versteckt. Und keiner sieht von außen, dass ich hier diese Plate reingezogen habe. Darauf kann ich dann jetzt... Wo habe ich es denn hingetan? Wenn ich das von hier drüben auch noch mache, dann ist es noch ein bisschen stabiler. Aber der Plan ist, dass ich hier ein kleines Stück Decke reinziehe, die fest verbunden ist. Einfach damit das ordentlicher, stabiler hier drin wird. Dafür muss ich jetzt hier ein bisschen umbauen. Einfach auf der Geraden. Aber das Problem ist, es gibt ja keine Gerade, denn vor dem Busbahnhof ist ja diese gebogene Straße, die auch da vorne bleiben wird, weil sie einfach da vorne optisch gut aussieht. Und da kann ich auf jeden Fall gar keine Schienen durchlegen, weil das wird ein riesiges Chaos. Und deshalb müssen wir eh nach hinten. Und ja. Mal schauen, ob ich hier mein Schild hingelegt hier. Dann machen wir das wieder dahin. Bringen wir mal ein bisschen nach vorne, damit ihr besser sehen könnt. Ja, Lego-Schienen sind natürlich das einzige Problem. Alles ist ja eigentlich Lego hier, aber das Schienensystem, das hier Lego anbietet, ist ein riesiges, ja, Problem. Deshalb sind die Schienen das einzige, was nicht Lego ist tatsächlich. Und dann nutze ich eben auch Schienen von Trixbricks, einfach weil die andere Radien, andere Elemente haben. Und allein, wenn man sich mal das Video anschaut, wo ich mal testweise die Schienen ausgelegt habe, für hinter dem Bahnhof, also da, wo dann die Gleise sind, also die Plattform, die Bahnsteige, da sieht man dann, dass das würde auf jeden Fall nicht mit Standard-Lego-Elementen gehen. So, schauen, ob wir hier noch irgendwas Praktisches haben. Überlegen, wenn wir das so machen, machen wir das so, dann machen wir das hier nochmal raus. Ja, Kurven sind so ein Problem, aber das haben wir ja inzwischen gelöst, also machen wir es noch komplizierter. Aber ich glaube schon, dass ich da eine Lösung finden werde, die das Ganze hübsch aussehen lässt. So, das ist schon mal ganz praktisch jetzt hier vorne. So. Kenne ich den Lego-Bauer der Klassiker? Ich glaube nicht, nein. Der hat die Wiener Straßenbahn. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe. Kann ich gerade echt nicht sagen. So, und sonst muss ich jetzt mal schauen, wie ich hier weitermache. Da wäre es natürlich jetzt ganz praktisch, wenn wir hier drüben breitere Plates einziehen als Auflagefläche. Da muss ich mal kurz gucken, da habe ich doch hier noch irgendwie rumliegen.
So, mal schauen. Der Klassiker AT. Ja, werde ich bei Gelegenheit mal vorbeischauen. Jetzt mal hier diese Plate hier aus der Tüte kriegen. So, das ist damit auf jeden Fall schon mal ganz gut. Die anderen hingelegt. So, machen wir hier ein bisschen weiter. Weil ich vielleicht doch nicht so viel mache, weil es dann vielleicht zu viel Verbundfläche wird. Machen wir das erstmal ein bisschen anders. Sonst reiße ich wahrscheinlich, wenn ich das rausmachen will, alles wieder raus. Machen wir das erstmal so. Moment. Ist ein bisschen chaotisch hier. Aber ich habe so viele Steine hier rumliegen. Dass ich teilweise gar nicht weiß, wo die liegen. So, schröpfe ich hier noch ein bisschen die Steine. Und das da erscheint mir gerade super praktisch. Und damit kann ich das hier aufliegen lassen, ohne dass es direkt verbunden ist. Und das können wir auch von der anderen Seite noch dann machen. Mal schauen, wo wir das noch hinbauen. Vielleicht hier rein. Ja, ich habe ja eh vor, eher Eigenkreationen beim Thema Eisenbahn hauptsächlich zu machen, aber das ist ein Thema, das noch etwas weiter in der Ferne liegt. Und ich ja trotzdem dem ganzen Projekt, das Lego-Projekt, bis auf die Schienen treu bleiben möchte. So, dann machen wir das mal da so hin. So machen, kann ich das hier einigermaßen ordentlich alles reinbauen. So, kann man mal gucken, wie wir das hier reinkriegen alles. Eine Plate. Bräuchte eigentlich noch eine. Dann kommen wir tatsächlich erstaunlicherweise genau auf die richtige Größe, was jetzt nicht mal geplant war. Ja,
dann kann ich das hier reinbauen ohne große Probleme. Ob ich vorhabe, eine Drehscheibe und Lokschub zu bauen, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Es kommt darauf an, wie sich das Ganze entwickelt. Platz wäre sicherlich da, Ideen sind auch viele da. Ich muss einfach mal ein bisschen priorisieren und schauen, in welche Richtung das Ganze läuft. Aber komplett ausschließen würde ich jetzt auf jeden Fall nicht. So, lass ich mal ganz kurz überlegen, wie wir dann hier weiterbauen, theoretisch. Ich denke, wir machen dann hier eine Kurve. Dann wäre das hier drin. Und dann würden wir hier, glaube ich, weiter nach oben wieder gehen. Ich muss mal kurz denken, das ist nämlich gar nicht so einfach, wie das auf den ersten Blick aussieht. Damit ich hier ordentlich wieder hochkomme. Oder wir machen nur 2. Dann rutschen wir nicht zu weit rüber. Ja, Eisenbahn wird auf jeden Fall relativ realistisch gehalten bleiben, das glaube ich auch. Dann hätten wir hier 6 als Weg nach oben. Und hier dann ungefähr so, dann wird das Ganze stabil. Dann passt das hier genau rein. Dann machen wir hier auch noch was dran. Schlechte Stelle, vielleicht hier. Schauen, ob ich noch eine von diesen Teilen finde. Damit mir das Ganze hier nicht abhaut. So. Dann kann ich meine Verkleidung da wieder dran bauen. So. Wo habe ich die jetzt wieder hingelegt? Da sind noch welche davon. Mal schauen, dass wir hier vielleicht einfach mal mit Plates eine Reihe drüber bauen, damit wir hier einfach mal Stabilität reinkriegen. Ja, natürlich ist alles eine individuelle Entscheidung, das stimmt. Aber ich lasse mich gerne inspirieren von euren Ideen. Denn auf dieser Basis ist schon einiges gewachsen, beziehungsweise kamen Sachen raus, an die ich gar nicht gedacht habe, die das Ganze aber deutlich besser gemacht haben. So, das bringt auf jeden Fall nochmal ein ganzes Stück. Ich schiebe jetzt mal die Kamera noch ein bisschen herum. Nochmal ein ganzes Stück Stabilität hier rein jetzt. Wie gesagt, das Innere der Bäckerei mache ich jetzt nicht in einem Stream. Das werde ich irgendwann anders mal machen. Okay, das funktioniert auf jeden Fall. Da müssen wir mal schauen.
könnten wir jetzt hier das Muster von unten wieder übernehmen. Dann bräuchten wir jetzt die weißen Tiles als auch die Dark Bluish Tiles. Ich zeige euch mal kurz, wie es unten aussieht. Das da unten würde ich jetzt auch hier oben in dieser, ja, das ist eigentlich eher eine Zwischenetage, nutzen. Da muss ich mal ganz kurz, das ist eine Spiegelung, okay. Schauen, wo ich die Tiles dafür habe. Kommt über den Bäckerstall auch noch eine Beleuchtung. Könnten wir eigentlich machen, das stimmt. Ist eine gute Idee. Wenn man das machen will, sollte man das aber wahrscheinlich zeitnah machen. Wobei ich jetzt mal schauen muss, ich habe jetzt gar kein Kabel mehr hier drüben. Das ist alles hier unten verbaut. Da müssen wir mal schauen. Wenn, dann müssen wir das wahrscheinlich gleich machen. Bevor wir jetzt hier weiter zubauen. Jetzt muss ich aber auch mal schauen, wo der Verteiler ist. Denn der Verteiler ist irgendwo hier unten und ich glaube, der hat auch noch Steckplätze. Da muss ich auch mal kurz schauen, ob ich noch ein passendes Kabel hier habe. Ich hätte hier auf jeden Fall... Nein, mit Linux kenne ich mich nicht wirklich aus. Aber es ist eine gute Idee, da noch eine Lampe hinzubauen übers Bäckerschild. Das wäre dieses Kabel. Das müssten wir da unten durchführen. Da muss ich mal schauen, wie ich das hier nochmal aufbekomme. Aber es ist ein sehr guter Punkt. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass ich da jetzt gar nicht gedacht hätte. Ich muss mal schauen, wie ich da rankomme nochmal. Also hauptsächlich geht es erstmal darum, das Kabel zu verlegen, würde ich sagen. Ich suche gerade was. Finde es aber nicht. Ich hatte hier irgendwo noch einen Schraubenzieher, mit dem ich da was raushebeln könnte. Ja, schauen wir mal, ob wir das auch so rausbekommen. Ich muss mal schauen. Seht ihr das? Nein, das seht ihr nicht. Dann gehe ich mal mit der Kamera darüber. Ich muss jetzt mal kurz rausfinden, wo sich hier der Verteiler versteckt. Denn ich bin zu lange raus aus der Geschichte, um das noch zu wissen. Aber gut, dass hier der ganze Boden noch nicht gebaut ist. Und tatsächlich müsste sich hier irgendwo ein Verteiler verstecken. Wahrscheinlich ist der noch weiter drüben. Da ist er. Ich zeige euch mal. Da unten liegt der Verteiler. Dann machen wir das hier auch noch raus. Müsste eigentlich rausgehen. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir unser Kabel da noch hinkriegen. Ich versuche mal euch hier besser zu positionieren, damit ihr auch was seht. So, das sieht doch ganz gut aus. So. Oh, Brick Sergeant is here und sagt, Hello Brickworld, how are you doing? I'm fine, how are you? So. Ist natürlich jetzt spannend, weil dieses Kabel hier rein muss, dann irgendwie darüber, das ist nicht das große Problem, unter der Treppe rüber und dann hier rüber. Von der Länge her ist das absolut kein Problem. Aber der Rest ist ein Problem. Schauen wir mal, ob ich hier noch ein
Stein finde, den ich jetzt direkt nutzen kann für die Lampe. Ich muss mal kurz was holen. So, ich bin auch schon wieder da. Ich suche einen Stein. Den da. Das zeige ich euch gleich. Und zwar im Grunde ist es einfach nur so ein durchsichtiger Brick. Das Problem ist, ich muss die LED hier durchziehen von der unteren Seite. Das heißt, die LED, der Stein muss hier schon dran sein, bevor ich mir überlege, wie ich hier das Kabel verlege. Ich gehe mal noch ein bisschen darüber. Durch den Boden der Bäckerei ist schwierig, weil ich dann nicht hochkomme. Ich muss schon von hier oben rüber. Deshalb werden wir, glaube ich, hier nochmal kurz aufmachen, wobei es auch nicht so einfach ist. So, wir reißen einfach kurz die ganze Wand hier raus und hoffen, dass wir jetzt einfach hier unten uns durchfädeln können ohne Probleme. Aber das fühlt sich jetzt schon nicht so an. Dann wir tatsächlich nochmal die Treppe aufmachen. Hier an der Seite ist ein Loch, in dem das Kabel für diese Lampe durchgeht, unter der Treppe durch und dann hier unten rauskommt. Und ich hoffte eigentlich, dass ich da jetzt durchkomme. Aber das ist tatsächlich nicht so einfach. Schauen, ob ich die Treppe nochmal aufbekomme. So, jetzt seht ihr auch, wie das Kabel hier drin verläuft. Aber jetzt sollten wir, glaube ich, hier durchkommen. Ich verstehe auch, warum ich eigentlich durchgekommen bin. Weil ich da ja durch diesen Stein durch muss. Naja, das Thema anzusprechen war eigentlich schon ganz gut, weil besser jetzt als später, dann wird es nämlich problematisch. Und das ist noch das kleinere Problem gerade. So. Das war alles schon mal deutlich schlimmer auseinandergebaut zwischendurch. Also, das ist nicht so schlimm. Aber das ist ja ein Punkt, der stimmt, denn wir brauchen da ja tatsächlich noch eine Lampe. Das ist schon richtig. So, durch den ersten Stein. Durch den zweiten. Jetzt ist mir der Stein runtergerutscht. Das ist auf jeden Fall keine Arbeit für dicke Hände. Dann platzieren wir die mal wieder da unten.
und das da kommt auch nochmal da unten durch. Das sollte jetzt aber einfacher gehen. So, das noch da irgendwie rausziehen. So. Das da war mal hier. Riesenaufwärmkabel, ja. Hätte man vorher dran denken können. Aber ich verstecke die Kabel gerne sehr, sehr gut und deshalb. Also am besten Fall sieht man bei mir auch innen drin keine Kabel. Wenn man sich viele Beleuchtungssets anschaut, die offiziell, also man so kaufen kann, dann ist es oft so, dass die Kabel tatsächlich im Inneren doch immer noch zu sehen sind und das mag ich ehrlich gesagt nicht so. So, jetzt haben wir jetzt mal das Problem hier drüben gelöst. Jetzt kann man das hier wieder einsetzen auf jeden Fall. So, das ist auf jeden Fall jetzt hier durch, ordentlich. Das dann machen wir schon nochmal fest. Das hier vorne noch nicht. Und jetzt muss ich das einfach hier noch reinkriegen. Das stecke ich mal hier vorne fest. Muss ich mal schauen, ob ich gut an den Verteiler komme oder ob der so. Ja, der ist auch wieder so eng da drin. Ja, Licht ist immer ein bisschen schwierig. Lass uns mal gucken. Ah, das hängt so eng da dran, weil der USB-Stecker so straff da rausgeht. So, guck mal. Muss ich mal schauen, wie der Stecker hier reingehört. Dann haben wir hier das gleich. Hier ist ein total überdimensionierte 12-fach-Verteiler. Aber wir sehen, das Licht leuchtet, das ist schon mal gut. Dann können wir jetzt hier erstmal alles wieder. Damit die eine Stelle machen wir schon mal zu. Und andersrum. Ich schau mal, wie viel Strom das inzwischen zieht. 0,2 Ampere. Ja, eine andere Realität, ja. Wie gesagt, hier ist tatsächlich so, man sieht kein einziges Kabel eigentlich. Nur ganz vereinzelt vielleicht, wenn es echt nicht anders geht. Aber ihr seht zum Beispiel kein Kabel an dieser Lampe. Die seht ihr gar nicht. Ihr seht kein Kabel an dieser Lampe oder an der da hinten. Hängt alles in den Wänden. Zwischenweise Inventar. Naja, der Verteiler kann tatsächlich nicht da rein, weil er dann zu weit weg ist. Weil der Verteiler, ist es so, hier unten kommt der USB-Stecker von hier drüben rein und vom Verteiler läuft dann ein Kabel in diese Richtung, um alles da hinten zu speisen, bis da hinten. Und dann läuft ein Kabel darüber, um diese Lampe zu speisen. Und dann läuft noch ein Kabel hier nach oben
für den Konnektor hier, für das Trennen der Stockwerke ohne Kabel. Also der liegt schon da an einer besonders guten Stelle. Sonst bräuchte ich nicht lauter Verlängerungskabel. So. Mal schauen, wo habe ich denn hier alles abgelegt. Das da geht, glaube ich, dahin. Mal ganz kurz schauen, wie wir das Kabel da noch durchlegen. Ich lasse es jetzt erstmal hier raushängen, da müssen wir später mal schauen, wie genau ich das mache. Aber zumindest ist das Kabel jetzt schon mal da und das ist auf jeden Fall nicht der allerschlechteste Zeitpunkt gewesen, sich darum zu kümmern. Das heißt, die Lampe können wir hier dann noch in Kürze ordentlich dran bauen. Die Innenbeleuchtung vom Bäcker läuft über die Deckenbeleuchtung dann später. Das machen wir über den Konnektor hier dann noch. Der kommt dann irgendwo hin, damit das Ganze gut funktioniert. Da müssen wir mal schauen, wohin. Beziehungsweise wir ziehen dann von hier unten noch ein Kabel hier durch. Das entscheidet sich dann noch, wie die Inneneinrichtung wird. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, wo habe ich denn den Rest von der Treppe jetzt hingelegt. Hier ist das Stück Treppe. Dann kommt das, wie gesagt, dann da rein. Das wird alles noch ein bisschen stabiler, wenn das hier nicht mehr alles so locker ist. So, ich sehe, es ist schon fast 1 Uhr. Das heißt, ich schaue jetzt mal, dass ich noch vielleicht hier das Vlies, aber dann denke ich, werde ich für heute aufhören. Haben wir doch ein bisschen was geschafft. Natürlich ist es immer weniger, als wenn man jetzt einfach nur baut, weil, wie gesagt, durch das Sprechen und Beantworten der Fragen vergeht natürlich auch ein bisschen Zeit. So, schauen wir mal. Grundsätzlich schauen, dass wir das vielleicht so lösen. Ich habe das jetzt mal kurz einfach nur reingelegt. Dann kann man hier das so machen. Weil es natürlich dadurch nicht stabiler wird. So.
kurz die dunklen Fliesen natürlich. Die habe ich ganz vergessen. Und da kommen die dunklen Fliesen dazu. Und dann passt diese Zwischenetage auf jeden Fall gut zum Erdgeschoss in diesem Treppenhaus. Dann bauen wir das jetzt einfach mal hier rein. Da fehlen noch 2 Fliesen hier drüben. So. Und das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus jetzt mit dem Übergang hier. Ganz sicher bin, ob ich da nicht lieber dann noch die Wand hochziehe, weil es vielleicht doch so eine kleine Stolperfalle ist. So. Mal kurz schauen, wie ich das jetzt noch löse. Machen wir das mal so, dann bräuchte ich noch einmal einer Plate. So, fällt mir der Stein fast runter. Und dann glaube ich, ist das mit dem Treppenhaus eigentlich ganz gut gelöst so. Und das geht jetzt ganz gut hier rüber. Dann haben wir